Lukas, ich muss dir etwas sagen. Ich habe gerade eine Woche lang Bewerbungen geschrieben. Weißt du, wie viele Antworten ich bekommen habe? Wie viele? Sag schon. 2. 2 Antworten. Und beide waren Absagen. Nicht einmal ein Vorstellungsgespräch. 2 Absagen aus wie vielen Bewerbungen? Ich habe 30 Bewerbungen geschrieben. 30. Und das mit meinem Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft. Das tut mir leid, Anna. Das ist frustrierend. Lukas, ich frage mich die ganze Zeit, war das Studium überhaupt richtig? Habe ich 4 Jahre verschwendet? Lohnt sich ein Studium noch? Das ist eine sehr gute Frage, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir darüber, wie verändert Technologie unser Familienleben? Ist sie Fluch oder Segen? Verbindet sie uns oder trennt sie uns? Das ist perfekt. Ich brauche Antworten. Ehrliche Antworten. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute? Studium? Ja oder nein? Lohnt sich der ganze Stress? Los geht's! Also, Lukas, fangen wir ganz vorne an. Meine Eltern sagen immer, ein Studium ist das Wichtigste im Leben. Ohne Studium findest du keinen guten Job. Was sagen deine Eltern dazu? Was machen sie beruflich? Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist Lehrerin. Beide haben studiert. Für sie war das immer der richtige Weg. Und was sagen deine Freunde, die nicht studiert haben? Meine beste Freundin Lena hat eine Ausbildung zur Kauffrau gemacht. Sie arbeitet jetzt in einer Versicherung. Sie verdient gutes Geld. Verdient sie mehr als du? Im Moment, ja. Sie verdient 2.800 € brutto. Ich bin arbeitslos. Also ja, sie verdient mehr. Das ist ein wichtiger Punkt, Anna. Aber wir müssen genauer hinschauen. Kurzfristig und langfristig. Was meinst du mit kurzfristig und langfristig? Kurzfristig, direkt nach der Ausbildung oder dem Studium. Langfristig, nach 5, 10, 20 Jahren im Beruf. Erklär mir das bitte genauer. Fangen wir mit der Ausbildung an. Jemand mit einer Ausbildung verdient sofort Geld. Nach 3 Jahren ist er fertig. Keine Schulden. Das stimmt. Lena hat kein BAföG zurückzahlen müssen. Ein Student hingegen studiert 3 bis 4 Jahre. In dieser Zeit verdient er wenig oder nichts. Oft macht er Schulden. Ich habe BAföG bekommen. 20.000 € muss ich zurückzahlen. Das ist belastend. Das ist hart, Anna. Aber die Frage ist, verdienst du später so viel mehr, dass sich das lohnt? Was sagen die Zahlen dazu? Statistiken zeigen, Akademiker verdienen im Durchschnitt 60 bis 80% mehr als Menschen mit einer Ausbildung. So viel mehr? Wirklich? Ja, über das ganze Leben gerechnet. Ein Akademiker verdient etwa 800.000 bis 1 Million € mehr als ein Nicht-Akademiker. 1 Million € mehr. Das ist riesig. Aber das ist nur der Durchschnitt, Anna. Es gibt Ausbildungsberufe mit sehr hohem Gehalt und es gibt Studiengänge mit niedrigem Gehalt. Welche Ausbildungen zahlen gut? Technische Berufe zum Beispiel. Elektroniker, Mechatroniker, IT-Systemelektroniker, auch im Verkauf, als Handelsfachwirt. Und welche Studiengänge zahlen schlecht? Sozialpädagogik, Kunstgeschichte, Philosophie, manche Geisteswissenschaften. Das sind wertvolle Fächer, aber finanziell lohnt sich das Studium oft weniger. Hey, ich habe BWL studiert. Das ist kein Geisteswissenschaft. BWL ist gut, Anna. Mit BWL findest du einen Job, aber vielleicht nicht sofort. Wir müssen über 2 Arten von Wert sprechen, Anna. 2 Arten? Ich dachte, Wert ist einfach Geld. Nein, da liegt der Fehler. Es gibt finanziellen Wert und persönlichen Wert. Erklär mir den Unterschied. Finanzieller Wert, wie viel Geld verdienst du? Persönlicher Wert, macht dir deine Arbeit Freude? Fühlst du dich erfüllt? Ah, also Geld versus Glück. Genau, und das ist sehr wichtig. Viele Menschen studieren etwas, das viel Geld bringt, aber sie sind unglücklich. Wie zum Beispiel? Ich kenne einen Anwalt. Er verdient sehr gut, 8.000 € im Monat. Aber er arbeitet 60 Stunden pro Woche. Er sieht seine Kinder kaum.
Er ist gestresst und unglücklich. 8.000 Euro sind viel Geld, aber 60 Stunden, das ist heftig. Und ich kenne eine Erzieherin. Sie hat eine Ausbildung gemacht, nicht studiert. Sie verdient nur 2.500 Euro, aber sie liebt ihren Job. Liebt sie ihn wirklich? Ja, sie sagt, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Die Kinder machen mich glücklich. Das ist mehr wert als Geld. Das ist schön, aber Miete muss man trotzdem bezahlen. Das stimmt. Geld ist wichtig, aber nur Geld macht nicht glücklich. Die Forschung sagt, nach 3.000 Euro netto pro Monat macht mehr Geld kaum glücklicher. Wirklich? Nach 3.000 ist genug? Studien zeigen das. Die ersten 3.000 Euro machen einen großen Unterschied. Aber dann, ein 5. Urlaub macht nicht glücklicher als der zweite. Eine größere Wohnung macht nicht glücklicher. Also geht es nicht nur um das Maximum, es geht um genug. Genug. Das ist das Zauberwort. Genug Geld für Miete, Essen, Freizeit und dann ein Job, der dir Freude macht. Aber wir müssen auch über etwas Unangenehmes sprechen, Anna. Unangenehm? Was denn? Nicht jeder Job, der ein Studium braucht, ist gut bezahlt. Und nicht jeder Job ohne Studium ist schlecht bezahlt. Gib mir ein Beispiel. Ein Archäologe hat studiert, oft 5 Jahre länger. Aber die Bezahlung ist oft niedrig. Viele Archäologen arbeiten freiwillig und verdienen wenig. Das ist hart. 5 Jahre studieren und dann wenig Geld? Ein Klempner hingegen macht eine Ausbildung, 3 Jahre, verdient aber sehr gut, weil es wenige Klempner gibt. Also hängt es nicht nur vom Studium ab, sondern auch vom Beruf? Genau, Angebot und Nachfrage. Es gibt wenige Klempner, also steigt der Preis. Es gibt viele Archäologen, also sinkt der Preis. Das wusste ich nicht, als ich mit dem Studium anfing. Ich war 18. Ich wusste nichts über Angebot und Nachfrage. Das ist das Problem, Anna. Mit 18 sollen junge Menschen eine große Entscheidung treffen. Studium oder Ausbildung. Was wird in 10 Jahren gefragt sein? Das ist unfair. Mit 18 weiß ich nicht, was ich mein ganzes Leben machen will. Das ist wahr. Und genau deshalb bin ich dafür, dass man auch später wechseln kann. Wie meinst du das? Manche Menschen machen zuerst eine Ausbildung. Sie arbeiten ein paar Jahre. Dann studieren sie nochmal. Das ist klug. Wirklich? Man kann das so machen? Ja, das nennt man Studium ohne Abitur oder berufsbegleitendes Studium. Viele Unis bieten das an. Das hätte ich auch machen können. Erst Ausbildung, dann Studium. Du hast deinen Weg gewählt, Anna. Das ist okay. Aber wir lernen aus unseren Erfahrungen. Lukas, ich muss dir noch etwas sagen. Natürlich. Was ist los? Manchmal fühle ich mich wie ein Versager. Meine Freunde arbeiten alle, verdienen Geld, haben eine Wohnung. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Das ist nicht deine Schuld, Anna. Der Arbeitsmarkt ist schwierig im Moment. Aber ich habe studiert, ich habe 4 Jahre investiert und jetzt kein Job. Das Studium garantiert keinen Job, Anna. Es verbessert nur deine Chancen, aber es gibt keine Garantie. Das ist so frustrierend. Ich verstehe das. Aber glaub mir, deine Situation wird sich verbessern. Die Arbeitslosigkeit bei Akademikern ist sehr niedrig. Wie niedrig? Nur etwa 2-3% der Akademiker sind arbeitslos. Bei Menschen ohne Studium sind es etwa 6-8%. Also habe ich bessere Chancen als Lena? Ja, langfristig ja. Bleib geduldig. Bewirb dich weiter. Netzwerke. Geh zu Jobmessen. Und was mache ich, bis ich einen Job finde? Mach Praktika. Lerne neue Fähigkeiten online. Baue dein Portfolio. Arbeite in einem Café, um Geld zu verdienen. Also nicht aufgeben? Genau, nicht aufgeben. Viele erfolgreiche Menschen hatten schwierige Startphasen. Okay, Lukas, genug von meinem Frust. Was würdest du einem 18-Jährigen raten? Studium oder Ausbildung? Das ist eine gute Frage. Meine Antwort ist, es kommt darauf an. Das ist keine Antwort. Das ist eine Politikerantwort. Okay, ich gebe dir konkrete Fragen. Ein 18-Jähriger soll diese Fragen sich selbst stellen. Welche Fragen? Frage 1. Was macht dir Freude? Arbeitest du gerne mit Menschen, mit Zahlen, mit Technik oder mit Natur?
Das ist eine gute Frage. Ich arbeite gerne mit Menschen und Zahlen. Frage 2. Wie lernst du besten? Lernst du gerne theoretisch, also aus Büchern, oder praktisch durch Machen? Ich lerne besser durch Machen. Theorie ist langweilig für mich. Frage 3. Wie ist deine finanzielle Situation? Können deine Eltern dich unterstützen oder musst du schnell Geld verdienen? Meine Eltern konnten mich nicht unterstützen. Das war ein Problem. Frage 4. Gibt es den Beruf, den du machen willst, auch als Ausbildung oder nur als Studium? Das ist klug. Manche Berufe gibt es nur mit Studium. Arzt, Anwalt, Lehrer. Genau. Wenn du Ärztin werden willst, musst du studieren. Kein Weg daran vorbei. Und wenn jemand diese Fragen nicht beantworten kann? Dann rate ich, mach erst eine Ausbildung oder mach ein Praktikum oder ein freiwilliges soziales Jahr. Nimm dir Zeit. Wirklich? Du rätst zu einer Ausbildung? Ja, lieber eine Ausbildung mit 18 als mit 22 abzubrechen. Du kannst immer noch studieren. Mit 25, mit 30, mit 40. Es ist nie zu spät. Das hätte ich mit 18 gerne gehört. Ich erzähle dir noch eine Geschichte, Anna, von meiner Cousine. Deine Cousine? Was hat sie gemacht? Meine Cousine Lisa hat mit 18 eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Sie liebte den Beruf. Aber nach 5 Jahren waren ihre Hände kaputt. Ständige Schmerzen. Oh nein, was hat sie dann gemacht? Mit 23 hat sie ihr Abitur nachgemacht. Mit 24 hat sie angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Mit 24? Das ist spät. Es ist nie zu spät, Anna. Heute ist Lisa 32. Sie arbeitet in einer großen Firma im Personalbereich. Sie verdient gut. Also kann man seinen Weg ändern? Ja, dein erster Weg muss nicht dein letzter Weg sein. Du darfst Fehler machen. Du darfst umlernen. Du darfst neu anfangen. Das gibt mir Hoffnung, Lukas. Gut, denn du bist erst 25, Anna. Du hast noch 40 Jahre Arbeit vor dir. 4 Jahre Studium sind nur ein kleiner Teil. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Finanziell lohnt sich ein Studium meist langfristig. Akademiker verdienen im Durchschnitt mehr. Punkt 2. Aber kurzfristig tut ein Studium weh. Kein Geld, oft Schulden, kein Berufserfahrung. Punkt 3. Geld ist nicht alles. Ein erfüllender Job ist wichtig. Manche Ausbildungen machen glücklicher als manche Studiengänge. Punkt 4. Die Universität lehrt nicht nur Fakten, sie lehrt kritisches Denken, Soft Skills, Selbstständigkeit. Punkt 5. Heute gibt es viele Wege. Studium, Ausbildung, Online-Kurse, Selbststudium. Es gibt nicht mehr den einen richtigen Weg. Punkt 6. Deine finanzielle Situation ist wichtig. Kannst du dir ein Studium leisten oder brauchst du schnell Geld? Punkt 7. Du darfst deinen Weg ändern. Eine Ausbildung mit 18, ein Studium mit 30, alles ist möglich. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche: stellt euch die 4 Fragen, die wir besprochen haben. Was macht mir Freude? Wie lerne ich am besten? Wie ist meine finanzielle Situation? Gibt es meinen Beruf auch als Ausbildung? Schreibt eure Antworten in die Kommentare oder sprecht mit euren Eltern, Freunden, Lehrern. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge? Ich bin bereit. Recherchiert einen Beruf, den ihr interessant findet. Findet heraus, braucht man ein Studium oder eine Ausbildung? Wie viel verdient man? Wie sind die Arbeitszeiten? Das ist eine tolle Aufgabe. Informiert euch. Und vergesst nicht, ein Studium ist nicht automatisch besser, eine Ausbildung ist nicht automatisch schlechter. Findet euren eigenen Weg. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen, über eure Zukunft zu denken. Und jetzt gehe ich Bewerbungen schreiben. 31. Versuch. Vielleicht klappt es diesmal. Viel Glück, Anna. Drück dir die Daumen. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und denkt dran, euer Weg ist euer Weg. Keiner ist perfekt, aber ihr schafft das. Und jetzt ab an die Arbeit. Tschüss.